Gut. Du kümmerst dich jetzt erstmal um das Video hier. Also du bist derjenige, der mal kurz in den Chat erzählt, was hier abgeht. Weil, Intro von Noah, ich bin gleich wieder da. Okay, servus YouTube, hallo, wie geht's euch? Erstmal ein Like da lassen, weil YouTube gönnt mich und so. Wir gucken heute von JxmyHighroller das Video an. He made a million dollar shot and they didn't want to pay him. Oh, ich kenne die Geschichte sogar von den Bulls, von mit Michael Jordan und so. Sehr interessante Situation gewesen. Wir gucken rein. Viel Spaß beim Video. Bitte auch bis zum Ende angucken, wegen Algorithmus und so. Und rein da. Kuss! Don Calhoun. He's a big Bulls fan, and he's about to do something that will change his entire life. Also, du bist so laut, dass man dich auf jeden Fall über das Video hört. Ja, warte. Jetzt nicht mehr. Digga, von das ist eine Geschichte, die kann man in 2 Minuten erzählen, Digga. Er hat einfach 14 Minuten Video davon gemacht, Digga. JxmyHighroller auf jeden Fall ein Baller. Don just hit a shot from 80 feet out. A 3/4 court shot. His prize for nailing this absolute bomb? $1 million. He can't believe it. Fans erupt. Don joins the Bulls as they celebrate his victory. Michael Jordan throws his arm around Don and congratulates him. Good shot, kid. Don had just done the impossible, and with the game ball in one hand, $1 million check in the other, Don Calhoun did it. He was set. Except he wasn't. Due to a technicality in the rules of this contest, the insurance company that was required to make the payoff claimed they simply didn't have to pay the man. Don hit $1 million shot for absolutely nothing. Ey, 28. April, ein Tag nach meinem Geburtstag. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine crazy Geschichte, Digga. Also es ist richtig frech, da merkt man auch einfach, wie geizig die alle sind. Ah, die beste App benutze ich immer, um Basketball zu gucken. Kuss. With $1 million on the line, do you think you could sink a three-pointer? Auf gar keinen Fall. Kannst du? Ich wollte gerade fragen, Digga. Ich sag mal so, wenn ich einen guten Tag habe, Digga, auf jeden Fall. Dann bin ich dabei. Incredible consolation for one simple shot, but no one in their right mind would ever offer such a prize for making a single three-pointer. Except they did. Back in the 90s, during All-Star Weekend, the league and a sponsoring company such as Foot Locker, American Express, Sony would host a contest for fans. The NBA's $1 million shot. It was one of the most anticipated side events of the entire weekend. Out of the millions of fans who entered to win a shot, only one would be chosen to take it. Get selected, make a three-pointer, win $1 million. An opportunity of a lifetime for 4 lucky contestants that were selected over the 4 years that the NBA hosted the contest. And to aid them in their quest for $1 million shot, each contestant was joined by a former or active NBA player to give them pointers and advice. In 1996, among the 6 million entries, 17-year-old Demetrius Houston was selected to take the $1 million shot. With George Gervin by his side and 17,000 fans looking on, Demetrius lines up his shot. And with $1 million on the line, he clanks it off the backboard. Gervin tells the kid not to worry about it, but I'm sure he did. In 1997, a man named Jim Valente was selected to take the $1 million shot. His host and mentor for the event, NBA legend Oscar Robertson. A man who literally never made a three-pointer in his entire NBA career. He was focused. It was his wife's birthday, and what better birthday gift than $1 million check? So Jim steps up to the line. He's ready. Stell dir mal vor, sie hätte diesen Shot gehabt, sie hätte den gemacht. Ja, Bruder, das sieht man schon, der kommt gut. Stell dir vor, sie hätte das gemacht, Digga. Meinst du, sie hätte den Gewinn mit ihm geteilt? Auf gar keinen Fall, Digga. Die hätte die Kinder genommen und abgehauen, Digga. Ja, Digga. Also, ich würde das genauso machen, Digga. Wahrscheinlich, ja, deswegen, ich hätte wahrscheinlich auch als Mann so, ne, aber er sieht so loyal aus, dass er das auf jeden Fall nicht machen würde. Ways in which he'll spend $1 million already racing through his mind. Also, wenn er den macht, ne, Rex, die Spaß für die Hände Spaß, das sag ich dir jetzt schon. Maybe I'll get a boat. Oder. Or maybe you'll get nothing. After the shot, Craig. Warte mal, muss er nur den Dreier machen? Digga, JxmyHighroller ist auf so ruthless, ne? Muss er nur den Dreier machen oder muss er danach noch einen Halfcourt-Shot hitten? Nur den Dreier, der muss nur einen Freepoint machen, kriegt er 1 Million. Ah, ist klar, der hätte ich gemacht. Sager asked Jim about his experience,
$1 million. Gone. What went wrong, Jim? Give us some insight. How did you feel at the time? What went wrong? Wie asozial. I think I just pushed it a little to the right. Ja, beste Antwort, ne? Hat er recht. In 1998, a contestant named Sol Holkman was selected to take the shot. And for the first time in the contest history, a contestant actually hit the rim. Another year, another $1 million miss. But of all these $1 million shot events, he managed to top the one that started it all in 1995. The contestant that was chosen, 16-year-old Mike Hoban. For weeks leading up to the contest, Mike spent 2 hours a day, every day, shooting three-pointers. Accompanied by all-star Dan Marley, Mike was locked in. Going through the most meticulous shooting routine you'll ever see in your life, Mike prepares his shot by, quote, becoming one with the basket. At this point, I wouldn't be surprised if he pulled a microscope out and studied the hoop to better his eyes. Now he's taking phantom shots. His routine is becoming more unhinged by the second. But it works for him. Friends and family look on, watching him live on TV, ready to witness history unfold. Mike is ready. He lines up the shot. He shoots. Oh, And was? misses the rim by 2 feet. Bro. The poor kid is devastated. Friends and family are stunned. All the while, the commentator of the event doing his best to help, but instead just pours on a slew of more disappointment in the Boah, Digga, das process. ist voll am Heulen, der Arme. Sünde, der ist 16, Bruder. Was mit ihm passiert wäre mit 1 Million, Bro? Oder, Digga, gib mir 1 Million mit 16, Digga, ich war der größte Basketballer der Welt. Ich schwöre, Digga, ich glaube, so unaufhaltbar dann. After the shot, Sager interviews the kid. Ach, der hat das für sein Team gemacht, für sein Wollte ich gerade Highschool-Team. sagen, der ist ja sogar Basketballspieler, Bruder. Das ist ja sogar noch schlimmer irgendwo. Also Ja, er aber ist ein halt Three-Point Basketballspieler. in der NBA ist halt anders, ne? Ja, das ist true. Das ist halt das Weiteste, was geht, ne? Where he has the bright idea of just asking for one more shot. I wasn't in that zone I wanted to be in, but you know, one more shot. You would like one more shot, wouldn't you? Man, I would love another shot. You'd like one more shot, wouldn't you? Mike never got another shot. 4 so eine contestants, Geier. $1 million on the line for 1 three-pointer and 0 winners. And looking back on these contests, it's pretty remarkable that no one hit their $1 million shots. Aber der war Because gut, Digga. countless fans and contestants have hit much more difficult shots for far less money. We've all seen this contest unfold in person. A fan gets randomly chosen out of the stands to come down and try to hit a half-court shot. The prize money nowhere near $1 Hast du das gesehen million. mit Usually the LeBron, prize. wo er den, mit dem Hookshot, wo er so vom Fullcourt einfach so einen Hookshot Ja, macht? Digga. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob das real ist oder nicht, aber sehr weh. Is Ich glaub schon, dass es $10,000 real or ist. maybe Ey, noch den. $20,000 or a car. This Mavericks fan hit a Da hat er das nicht 3-mal hintereinander gemacht. Ich glaube, einen hat er gehittet, Digga, aber die anderen beiden waren auf jeden Fall nachgeholfen. layup, a free throw, a three-pointer, and okay. a half-court shot. Das kenne ich halt auch. Erst ein Freiwurf oder manchmal fangen die sogar mit einem Layup an, dann Freiwurf, dann Dreier und dann Halfcourt-Shot. In sequence without Für was? missing. Für ein Auto oder was? Anomaly of events in Nee, für 1 Million, ne? Aber du hast 30 Sekunden. Oder 30 Sekunden oder 1 Minute. Ja, also kannst du erstmal ein bisschen Zeit lassen. Also wenn ihr jetzt nicht direkt den ersten Einfach Dreier diese kriegst- Skill-Challenge Ach so, vom All-Star-Game. Hm? Diese Skill-Challenge vom All-Star-Game einfach. Ja, weißt du? ungefähr, ja. this context. His reward for the incredible feat, $3,000 worth of gift cards to a local furniture Yes, store. gottlos, But it Digga. gets worse. Heftig, Because Digga. at a Mavs game a Verdammt. few years later, this woman was put to the task of sinking a half-court shot. Quatsch, She's sicher. rocking the Dirk, dirt Digga. gear. She's feeling good. Die muss ihn Beautiful eigentlich form. treffen. Oh! She drills the shot. Oha! Nothing but net. What was her Heftig. prize for pulling this off, you ask? A Fernseher. Ja, sehr schon gut, Digga. Ja, ist schon krass, Digga. Hoffentlich von Sony, weil die Besser als Sony 3, besten. besser als 3K für so irgend so einen Dumpladen, den es einmal im Leben irgendwo gibt, Digga. Ja, Bruder, willst du machen, ne? Willst du machen? Bruder, hast du das gehört mit den, Oh nee, jetzt habe ich sie doch komplett vergessen. Du Arschloch. 65-inch. Doch, warte mal. Mit der Frau, die den Dreier Three-Point-Contest von Steph Curry-Rekord gebrochen hat. Ja, das habe ich gehört. Die hat doch irgendwie gesagt, dass Steph irgendwas hat sie nochmal gesagt. Habe ich gehört, Bruder, ja, aber ich hatte es nicht Bruder, angehört. die hat einen kleineren Ball benutzt, ne? Das ist mir danach mal aufgefallen.
Die Ja, benutzen halt WNBA einfach. hat ja keine Rebelle. Ja, Die haben ja auch keine Hände, Digga. Bruder, das ist klar immer noch impressive so, aber da muss man auf jeden Fall mal ganz klar unterscheiden. Aber gefühlt hat das keiner gesagt. Ne? Ja, ich Rebelle, meine, Bruder. ja, aber Gruppe hat ja auch viel kleinere Hände, Digga. Ich meine, ist impressive auf jeden Fall. Also, ist das Aber was Großes für die WNBA. Das Ding ist, das Problem ist dabei, dass der Hub, der bleibt ja die gleiche Größe. Also der Korb ist gleich groß, Digga. Und es ist ja einfacher, mit einem kleinen Objekt da reinzutreffen, als mit einem großen. Ja, stimmt, Digga. Das ist schon kritisch. Aber egal. Hat ja geschafft. Flat Screen Ist TV. halt so. Ja. Die haben auch Respekt, so viele WNBA. Ihr seid die Besten, jetzt müssen noch die Frauen Basketball gucken, Digga, dann wird die Liga vielleicht auch irgendwann was. Ne? This guy managed to drill a half-court shot at a Blazers game years ago and won round-trip tickets to anywhere of his choice. A pretty unlikely shot from the guy, but far from impossible. What is impossible, however, is the fact that another fan hit the same exact shot 30 seconds later. It's clear that some people actually make these shots. So what would happen if someone actually did hit $1 million shot? What if instead of shelling out some gift cards or a flat screen TV, a team had to actually hand over a 7-figure check to one lucky fan? Also ich weiß, was passiert ist. Das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. It's April 14th, 1993. The Bulls are facing the Heat in Chicago. The Bulls are on a roll coming into the matchup on a 3-game win streak. By halftime, Chicago is up by 14. Jordan is killing the Heat, 22 points in the first half. It's a great time for home fans as usual. But the real spectacle is about to take place. Throughout the 93 Wusstest du, dass Michael Jordan niemals mehr als 3 Spiele hintereinander verloren hat? Oder 2? Ja. season, the Bulls hosted Digga, a ist auch so promotion eine for their krasse fans. Stat, ne? Among the 18,000 fans in attendance for any given home game, one lucky individual would be chosen to shoot a 3/4 court shot to win $1 million. At the time, and to this day even, $1 million cash prize for such an event is unheard of. But the odds of such a shot going in are so astronomically unlikely that the Bulls and the insurance company that would be responsible for paying out the prize Bruder, Hockey ist ja weh. cash prize for such an event is Guck den unheard Hockeyshot of. an. But the odds of Warte. such a shot going in are so Neues Auto? Digga, für ein neues Auto würde astronomically ich auch richtig unlikely ballen, that ja. the Guck dir an, ja, warte mal, das ist noch cool, Ja, ja. so von Halfcourt, aber guck dir Bulls das. and the insurance company that would Wow, Bruder. was? Sie muss in dieses kleine Loch treffen von Halfcourt. Da müssen ein paar mehr Nullen drauf, Digga, sag ich dir offen und ehrlich. Wollte ich grad So sagen, mit Digga. Money, Digga, das ist ja insane. Bruder, Bro. da müssen wir auf jeden Fall 7- oder 8-stellig reden. Und das wäre Bruder. Wie weit hohe ist denn dieses siebenstellige Halfcourt? Das sind doch mindestens 20 Meter oder so. safe, 15, 20 Meter? safe, safe. be responsible for paying out the prize money felt comfortable running the event anyways. Oh, er hat's Leading up to überfordert. that Heat matchup, 19 lucky fans had attempted the halftime $1 million shot. Of the 19, 2 hit the backboard, 16 were air balls, and just 1 even hit the rim. An estimate of a fan chosen at random hitting this shot, less than 1%. And so a member of the Bulls organization went into the crowd and selected a 23-year-old local by the name of Don Calhoun. The reason for selecting him, his shoes wouldn't scuff up the floor. Hopeful, but understanding Seine Schuhe machen den Boden nicht kaputt. Weh, Digga. Ich glaube, ich habe auch keine Schuhe, die den Basketballboden nicht kaputt machen würden, Digga. Das sind alles Outdoor-Schuhe. the slim odds that he faced, Don walked down to the Spielst du überhaupt Basketball nur? Oder guckst du nur zu? Klar, ich spiele auch Basketball. Früher habe ich im Ja. Verein gespielt, aber nicht mehr, weil Verletzungen und so. Hast du Schuhe? Was für Schuhe hast Ich hab, Digga. Da früher schickst du hatte mir ich das Schuhe, aber fucking die Bild aus passen meiner nicht. Real-Life-Story, du blöder Wichser. Das war nicht in der Real-Life-Story, das hat Hina geschickt, Digga. In den Discord. Ja, stimmt doch, das war aber auch in meiner Real-Life-Story. Ich hab viele Jordan Ones, aber so zum Hupen benutze ich halt mal halt die Ones halt, ne? Das Katastrophe, Bruder, aber ja. Also die besten Schuhe, habe ich immer gehört, sind die Kyrie Irvings, Digga. Also jetzt so auch Qualität und Laufen drin und sowas, Digga. Einfach Kyrie Irvings. Ich hatte mal Outdoor gehupt mit so Kobe, das hat mir ein Kollege mal ausgeliehen. Es waren Kobe, keine Ahnung was, das waren auf jeden Fall, Bruder, die waren so gemütlich, ne? Das war ehrlich, glaube ich. da hat schon reingegangen und das war einfach kein Unterschied. Das war richtig geil. Rest in Peace, Kobe. Also ich glaube, du kannst auch einen Unterschied machen. Kyrie Irving ist halt perfekt für Dribbler im Endeffekt ausgelegt, Digga, weil du halt, ne, dadurch hast du
Dieses, wenn du über den Boden schürfst mit dem Schuh oder mal ganz hart in rechts oder links so, ne, Direction Change und sowas machen willst. Und bei Kobe ist einfach, Bruder, der Typ hat halt wirklich 24 Stunden in den Schuhen gespielt, ne? Der hat 16 Stunden am Tag trainiert und sowas, Bruder, und dadurch sind seine Schuhe, denke ich mal, halt auch extrem bequem, damit du halt auf lange Zeit auf jeden Fall spielen kannst damit, ne? Auf jeden Fall. Leute sagen auch, die Paul George Schuhe sind auch krass. Die PG Stimmt, Digga. Ones und Twos. Die sollen auch krass werden. Aber wir haben uns umgeredet, weiter mit dem Video. Shot. A fun halftime gimmick, something to keep the fans involved. They just slapped $1 million on there to get everyone excited, but no one will ever hit the shot anyways. Chris Hammond, vice president of SCA Promotions, a leader in the promotional contest industry, looks back on the shot saying, "The perfect contest is like the most tempting carnival game. Just feasible enough to make people think they can do it while actually being extremely difficult. You could have Steph Curry out there and still make money. Well, Mr. Hammond, it's time to pay up." Boah, jetzt kriegst du sogar Jordans. Oder. Auch eigentlich only net, also only net, Digga, aber ne? Übel gut. Ja, echt, nothing but net. Ja, Digga, nicht ein bisschen Backboard, gar nichts, Digga. Weißt du, ich dachte ganz ehrlich, dass kurz als Michael Jordan mich in den Arm genommen hat, Digga, hätte ich viel mehr gefühlt, Digga. Erstmal nicht mehr duschen für die nächsten 2 Jahre. Also, auf jeden Fall, Digga. Oder sagst du, nice shot, okay. Voll ja, geil. Bruder, oh Gott, ich gönn ja erstmal kurz ein bisschen die. Aber jetzt, also nach dieser Story wirst du Michael noch mehr lieben, als du schon tust, Digga. In what is possibly the most inconceivable occurrence to ever happen on an NBA court, Don Calhoun drilled an 80-foot shot for $1 million. The whole place goes nuts. For a moment, it's like Don is part of this Bulls team, and they just won another championship. Even the ref of the game comes over to congratulate. The man just did the impossible. $1 million. That's more than half the guys on this roster made that year. And with the Was? Es killt mich, Digga. Oh, god damn. Warum musst du die so exposen, Mann, Alter? Bruder, vor allem auch BJ Armstrong, Bruder, der Typ war ja wirklich nicht schlecht, Digga. Also ist mal no joke, Bro. Tucker hat nur 350.000 bekommen. Bruder, Alter. Aber man muss auch sagen, da waren die Zeiten noch anders, ne? Da hatte, also ich glaube, Michael Jordan hat da damals 24 Millionen oder so verdient. Die wären heutzutage 100 irgendwas Millionen in einer Season, weißt du so? Also die 1 Million, die er damals gewonnen hat, sind wahrscheinlich dann heute 5 Millionen oder so, ne? Wenn du so rechnest. Ja. The job complete, Don heads over to snap a photo with a check in one hand. Und warte ganz kurz, um das abzuschließen, damit, ne, könntest du dann natürlich auch die ganzen Verträge von denen ausrechnen, die hätten auch alle mindestens 1 Million, so wie es heutzutage im Endeffekt normal ist in der NBA, ne? Ja, der hat auf jeden Fall bist Millionär. Oder bist einfach Jacob Purtle, Digga, der nicht ein bisschen mit Basketball eigentlich zu tun hat. Das Einzige, was er ist, dass er 7'1" ist, Digga, und kriegst 80 Millionen dafür, ne? Beste Leben. Digga, der Typ ist so unfähig, ehrlich jetzt. In der NFL ist ja das der Rookie-Vertrag ist ja 500.000 oder so. Ja. NFL kriegt, Digga, da kriegt der ehrlich wenig Geld, weil der Roster ja so groß ist. Ja, Mann. Also muss man auch vergleichen. Klar, es gibt noch ein paar Spieler, ich weiß nicht, wie viel Patrick Mahomes kriegt, war da. Das müssen wir mal kurz. Ich glaube 35 Millionen oder 40 Millionen. Also das Patrick Mahomes Gehalt. Gehalt, ja, hier. 45 Millionen? Ja. Aber über 10 Jahre 450 Millionen, ne? Okay, aber die haben auf jeden Fall kleinere Verträge, ne? Und 10 Jahre? Ja, Bruder, stimmt. In der NBA wurden ja so krasse Verträge 10 Jahre gebannt, Digga. Die wurden auf 5 Jahre runtergetan. Weißt du, wegen wen? Wegen Kevin Garnett. Der war 10 Jahre bei den Dings. Und da haben die gesagt, ne? Das geht nicht, Digga. Scottie Pippen hat auch einen 8-Jahres-Vertrag damals auch noch bekommen, ne? Boah. Bruder. Haben die rausgegangen, jetzt nur noch 5 Jahre, 6 Jahre, wenn du Glück hast, Digga. Maximal, Digga, maximal. Normalerweise ist es normal 4 Jahre, 3 oder 4 Jahre. Ja, Mann. He did it. At least that's what he thought. See, these promotions are combed through meticulously by some of the best lawyers money can buy. The rules and restrictions are tight. Die Scoros-Anwälte sind da am Start. Break one of them and you can kiss those winnings goodbye. Don Calhoun broke one of the rules. Not intentionally or anything.
Was für eine Regel denn, Bro? Was? But among the stipulations of this promotion, one of them states that the contestant could not have played organized basketball within 5 years of the contest. Das müsste man dann aber eigentlich vorher rausfinden. Du kannst doch nicht denjenigen dann sagen, ja, ach, du hast professionell mal Basketball gespielt, dann geht das nicht. Just 3 years prior to this contest, Don was a member of the Triton Community Basketball Team. The contest people knew this. Don acknowledged. Oder wie gottlos, Digga, von wegen professionell Basketball spielen, darfst nicht mehr spielen oder was? Vor allem, das erfährst du ja erst danach, Alter. Was ist das denn? Eben. Ja, die wollen halt nicht blechen, weißt du, die wollen halt eine Show, aber die wollen nicht blechen. Ja, true, Alter. This by marking the information on the contest form, but the contest people shrugged it off and gave him the shot anyways. The insurance people, however, did not. To them, it was a clear breach of the rules. Ja, okay, dann wussten die Leute es aber vorher und die haben einfach durchgelassen, Digga, weil sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, dass er den Shot trifft, ne? Don should have never been selected in the first place, and so the insurance company of the event disqualified Don out of his shot and out of his $1 million. When news broke that the now local legend would not be receiving his money, fans were livid. As reports on the event grew, fan outrage grew with it. And within a week, the Bulls organization was under so much local pressure that they held a press conference announcing that they actually had a change of heart and they would pay up. A very strange and inexplicable decision considering their stance just a few days prior. Don's $1 million split into 20 payments over the next 20 years. His first check... Über die nächsten 20 Jahre ist schon mal gottlos, aber Hauptsache kriegt das Geld. Digga. Nee, das ist asozial. Einmal im Jahr hat er irgendwie wie viel bekommen? Digga. 50.000, Digga. Gottlos, Digga. Oder 100.000 kriegt er dann im Endeffekt in einem Jahr? Nee, er kriegt 50.000 in einem Jahr. 50.000, ja, weil 20 Jahre. Oder wer lebt in 20 Jahren, Mann? Der hat es einfach. Letztes Jahr hat er einmal die Kohle bekommen. Heftiger Typ. Vor 10 Jahren hat er einmal die Kohle bekommen. Ja, Mann, Alter. Aber gut, Bruder, 50.000 einfach dazu haben jeden Monat. Das ist fast mehr, als viele Leute einfach. Nicht jeden Monat, einmal im Jahr. Ja, einmal im Jahr, aber Bruder, du hast dann immer noch mehr als Leute verdienen im Endeffekt in einem Jahr. Leute verdienen durchschnittlich so 34.000, 40.000 in einem Jahr, da, in Amerika. Und aber Inflation und so ist ja hart. Ja, gut, das stimmt, Digga. Aber da muss man das ja auch nochmal umrechnen. Ne? Also er kriegt ja einfach das Geld weiter. Das ist ja noch mehr Scam. Jedes Mal wird das ja gar nicht mitgerechnet, wenn das... Oha, Digga. Es wird ja jedes Mal nicht mehr das Geld angepasst, von wegen, okay, mittlerweile müsste es mehr wert sein, von wegen der Gewinn. Nee, es bleibt bei den Gewinnen, Digga. Obwohl halt das Geld irgendwann mehr wert ist, ne? Wie die Verträge damals halt mehr wert wären heutzutage. Ja. Oder... Das ist ja. For $50,000 was sent out that week. Technically, rules were broken, but Don was getting paid, and he had no idea how or why. A year after his miraculous shot, Don heard that Michael Jordan would be in the area for one of his son's basketball games. A perfect opportunity for Don to get his $1 million game ball signed. So Don pulled up to the game in search of Michael, but with security flocking the NBA star, no fans were getting anywhere near him. But Don wasn't just an ordinary fan. He's the guy who hit the $1 million shot. Jordan recognized him in the stands and had security bring him over after the game. And with his ball in hand, hoping to get an autograph, Don approached Michael. But MJ didn't call him over to give him an autograph. Instead, he had to ask Don a question. Did you get your money? A year after the Bulls had their change of heart and decided to pay him his money, Don finally got an answer why. Turns out the insurance company wasn't the one who paid Don. They never intended to. After hearing about what the insurance company was trying to pull, Michael Jordan, along with other players on the Bulls, told ownership they needed to pay up. And so the organization did, out of their own pockets. Legally, the parties involved were within their rights to void the payments altogether, but Michael felt like what they were doing wasn't right. And so he made it right. If it wasn't for Michael approaching ownership and demanding they pay Don his money, he would have never Hat LeBron mal jemand eine Million klar gemacht, einfach so? Ich glaube nicht, Digga. seen a cent of that $1 million. So it turns out that even if it was for a brief moment, Don Calhoun was a part of the Bulls. Seeking nothing in return, Michael and the rest of the players looked out for Don. Oh, and that autograph Don wanted, a couple weeks later, he got that too. So what happens if someone actually makes one of those inconceivable $1 million shots? Wie geil, Digga. Well, one way or another, they get paid. Michael Jordan ist der Beste. Geiles Video auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Spaß, Digga. Und JxmyHighroller, Digga, wirklich einer der Leute, die den besten Basketball-Content auf YouTube machen. Kann ich nicht jedes Mal anders sagen. Die Geschichte ist halt 30 Jahre alt, Digga, aber die wird niemals alt.
ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Erstmal das, Digga, und wie auch die aufzieht, Digga, finde ich immer sehr gut. Ne? Mal kurz die Ja, ja. ganzen Gehälter noch von den Leuten einblenden, Digga, wer da wie viel verdient hat, weißt du so. Und einfach so zeigen, wie man von 1 Million einfach für ein Flatscreen-TV einfach kommt. Ja, Mann. Und auch zum Beispiel am Ende das mit dieser komischen Autogrammstunde, wo er gesagt hat, von wegen, ja, er wollte ja seinen Ball gesigned haben und diese Autogrammstunde gezeigt hat. 100%ig war es nicht die Autogrammstunde an dem Tag, Digga. Aber er hat eine random angezeigt und damit konntest du das als Zuschauer voll gut nachvollziehen, wo er gerade ist, Digga. Ja, voll geil, Digga. Keine Autogrammstunde, der hat einfach, das war ja so ein Spiel von seinem Sohn, deswegen. Ja, genau so, ja.